Es ist Tag 1002 des Ukraine-Krieges und im gesamten Land herrscht aktuell Luft- und Raketenalarm. Im Gebiet Dnepropetrovsk sei bereits eine russische Hyperschallrakete vom Typ Kinschall eingeschlagen, berichten die Behörden. Die Rakete soll von einem MiG-21 Kampfjet abgefeuert worden sein. Mehr ist bisher nicht bekannt. Ja, kurz darauf warnte auch die ukrainische Flugabwehr auf der Plattform Telegram ebenfalls vor dem Einschlag mehrerer Marschflugkörper. Wenig später da drangen mehrere in den ukrainischen Luftraum ein und nahmen Kurs auf die Hauptstadt Kiew und Poltawa im Osten des Landes gelegen. Das hat die Luftwaffenführung jetzt auch noch mal mitgeteilt. Und damit wollen wir natürlich sofort zu unserem Korrespondenten Christoph Wanner nach Kiew schauen. Guten Morgen, Christoph. Ja, wie erlebst du gerade die Situation Luftalarm im ganzen Land? Ist das auch in Kiew zu spüren? Man spürt es natürlich auch in Kiew, weil immer wieder die Sirenen losgehen. Aber ich muss ganz klar sagen, die Bevölkerung hat sich an all das wirklich gewöhnt. Es ist jeden Tag mehrmals Luftalarm. Immer wieder gehen die Leute natürlich auch in die Metro oder in die unterirdischen Einkaufszentren hier. Aber das Gros der Bevölkerung nimmt das schon gar nicht mehr wahr. Und das ist natürlich auf der anderen Seite ein großes Problem, weil immer wieder gibt es ja diese Treffer und immer wieder kommen ja dann auch Menschen dabei ums Leben. Und die Situation heute ist es wohl im Augenblick weniger problematisch in Kiew, sondern viel größer sind die Schwierigkeiten, wie wir das hier mitkriegen, in Dnipro. Das ist diese große Millionenstadt, fast ungefähr 970.000 Einwohner direkt am Dnieper. Und das Ganze ist auch nicht weit weg von der Front, vielleicht so 150 Kilometer Richtung Osten läuft die Front, 100 Kilometer Richtung Süden, Zaporozhye. Und das ist immer wieder auch Ziel von russischen Angriffen, diese Stadt. Und das heißt, dass da auch schwere Explosionen stattgefunden haben. Die Rede ist von ballistischen russischen Raketen. Eventuell könnte es sich dabei um der Iskander handeln. Aber eine Bestandsaufnahme, das ist alles noch zu früh. Ich denke, das ist ein Vergeltungsschlag der Russen. Die Amerikaner haben den Ukrainern ja erlaubt, mit weitreichenden Waffen russisches Kernland anzugreifen, genauso auch die Briten. Das ist passiert vorgestern mit Atakams in der Provinz Bryansk, ist ein Munitionsdepot der Russen attackiert worden. Gestern in der Provinz Kursk ist wohl ein Ort, der heißt Marina, angegriffen worden mit mehreren Storm Shadows. Da ist die Rede von bis zu 12 britisch-französischen Marschflugkörpern. Und in diesem Marino, da ist wohl auch so ein historisches Gebäude. Und da haben die Ukrainer einen unterirdischen Kommandopunkt der Russen vermutet. Also der Generäle, die auch für den Einsatz in der Provinz Kursk verantwortlich sind. Da versuchen die Russen ja, die Ukrainer abzudringen. Die Ukrainer sind in die Provinz Kursk Anfang August eingedrungen, haben einen Teil dieser Provinz besetzt gehalten und ca. 50% des Territoriums, was sie zu Beginn hatten, kontrollieren sie immer noch. Und dieser Angriff der Storm Shadows hat wohl einem Kommandopunkt gegolten. Wie erfolgreich der war, kann ich nicht sagen.